Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte eure Fragen. GTA, das muss ich nicht draufschreiben. Welche Marmeladenoma mögen Sie am liebsten? Welche Marmelade steht da? Ich habe mich vorhin schon gewundert. Gibt's doch nur mich? Jetzt fangen wir nochmal an, oder? Ja. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte euch Fragen. GTA, welche Marmeladen mögen Sie am liebsten? Also ich esse am liebsten Himbeermarmelade und Erdbeermarmelade. Und als dritte Orangenmarmelade aus England. Heike Nospa, danke für so viel Herzlichkeit und Güte. Für Ihren Lebensmut bewundere ich Sie und dafür, wie Sie sich anderen voller Aufmerksamkeit und Hingabe widmen. Hatten Sie schon immer diese heitere Gelassenheit? Also, erstens mal Dank für das viele schöne Lob. In diesem Maße natürlich nicht. Das kommt mit dem Alter und mit den Dingen, die man eben erlebt. Aber ich bin ein großer Menschenfreund und stelle mich immer auf den Menschen ein, mit dem ich mich gerade unterhalte. Und es ist für mich auch interessant und ich habe ganz, ganz arg viel von euch und von euren Antworten und von euren Sachen, die ihr mir sagt. Mich macht dieser Stream sehr, sehr glücklich. Das wollte ich einmal aussprechen. Jonas Reutlinger, danke dafür. Iblali, der beste Kanal auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass wir der Beste sind, aber dass wir gut sind, das wissen wir inzwischen. Bei den vielen, vielen Ja-Sagern. Oliver Reiko, hast du noch mit Kronk geredet? Und ein Herz. Wir haben uns damals bedankt mit einem Video, aber seither nichts mehr. Der Mann hat so viel Arbeit, da erwarte ich auch gar nichts. Wir sind ihm sehr, sehr dankbar. Kakapups will Geld. Aha. Wo wohnst du genau, also in welcher Stadt genau? Wir wohnen in Ettlingen. ROZ, ich lebe in der Nähe von Baden. Am liebsten würde ich dich treffen. Und viele, viele blaue Herzen. Danke für die Herzen. Treffen kann mich nur der mich findet. Da gibt's einen in Ettlingen, der sucht mich schon lange. Das ist ein ganz nettes Spiel zwischen uns zwei. Und wer mich findet, den lade ich zum Kaffee ein. Johannes Geier, Oma, du bist einfach die Beste. Diese Liebe, die du in deine Videos steckst, und danke für alles. Ein Smiley. Und darauf will ich sagen, auch ihr gebt mir sehr viel. Es ist für Janik und mich eine sehr schöne Sache. Macht mich richtig glücklich. Lene Popenegc, Marmeladenoma, ein Smiley. Was für Spiele hast du denn früher immer gespielt? Oder vielleicht jetzt noch? 2 blaue Herzen. Danke für die Herzen. Gespielt habe ich als ganz junges Kind am liebsten mit Puppen. Ich hatte ganz viele. Aber als ich 8 Jahre alt war, starb meine Mutter. Ich bekam eine Stiefmutter und die hat mich tüchtig zur Arbeit herangezogen. Da hatte ich nicht mehr viel Zeit. Aber Lesen war das Allerliebste für mich. Das habe ich dann doch noch machen können. Spiele mit den Geschwistern, manchmal, Mensch, ärgere dich nicht und sowas, aber ganz selten. Früher, als Janik noch jünger war, haben wir viele Spiele gemacht. Kannst du mir mal ein paar sagen, Janik? Monopoly. Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Also modernere noch eigentlich. Was ich so liebe. Es fällt uns Trio-Domino. Wie? Trio-Domino. Trio-Domino, Halma
Und Lego haben wir gespielt, Janik und ich. Wir haben eine fantastische Landschaft gehabt hier im Zimmer. Aber das war halt irgendwann alles vorbei. Was ich jetzt noch spiele, ist Halma mit einer Freundin, die kommt alle 14 Tage. Da haben wir immer eine vergnügte Nacht bis 1 Uhr. Sie trinkt eine Riesenkanne Kaffee, ich trinke ein Gläschen Rotwein. Und wer 20 Mal gewonnen hat, bekommt ein Geschenk. Sie bekommt so eine Dose Gummibären, riesengroß. Oder ich bekomme eine Flasche Rotwein. Es macht sehr viel Spaß. Wir lachen und sind wie junge Mädchen. Möfa Hetz, Marmeladenoma, was ist Ihr Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Ich finde die wunderbar. Hatte in meinem Leben sehr viele Katzen. Jetzt geht es leider nicht mehr, weil mein jüngster Sohn eine Katzenallergie hat. Aber ich habe es gehabt und das ist wichtig. Sophie Munch, meine kleine Tochter liebt es, wenn Sie vorlesen, und ein Smiley. Danke, dass Sie mir helfen, die kleine Maus schlafen zu legen. Ein Herz, ohne Sie wäre ich aufgeschmissen, Smiley. Liebe Grüße an Sie und Janik und noch ein Herz. Ach, ist das eine schöne Sache. Freut uns ganz, ganz arg. Vielen Dank. Benjamin Ikes, wusstest du, dass du sogar schon in Online-Zeitungen bist? Nochmals danke für alles, Omi, und ein Herz. Was sind Online-Zeitungen? Im Internet, also über den Computer, Zeitungen. Nein, das weiß ich nicht, aber danke, dass du mir es gesagt hast. Wir haben auch sehr viele Interviews und so weiter. Also es ist ein regsames Leben geworden und sehr interessant. Nathalie U., bleib immer so wie du bist, bist du perfekt und ein Smiley. Gut, das werde ich machen, will mich auch gar nicht verändern und das sagen übrigens sehr viele. Ich danke dir. Sunny Horst 2003, ein dickes, dickes Herz für Omi. Das sind gleich 2, vielen Dank und dann ganz, ganz viele Herzen. Ich danke dir. Trittkick, ich habe eine Frage an Sie, liebe Marmeladenoma. Gibt es den Bauernhof Ihres Großvaters noch? Ich mag Ihre Videos sehr. Weiter so, Sie sind eine ganz liebe Oma. 3 Herzen und ein Smiley. Das ist eine Frage, die mich sehr traurig macht. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal wieder dort. Mein jüngster Sohn hat mich hingefahren. Da stand der Hof zwar noch, aber sehr abweisend. Wir konnten auch nicht rein, wir hätten gern mit den Leuten gesprochen. Aber in der Zwischenzeit, das sind ja Jahrzehnte, sind, gerade in Östringen war das, sehr viele Höfe und Felder und alles zu Bauland geworden. Ich bin nie mehr hingegangen. Ich habe es nicht fertiggebracht. Der Hof wurde im Krieg von den Schwestern meiner Mutter verkauft. Meine Mutter war schon tot und wir Kinder hatten kein Recht zu entscheiden. Wir waren noch minderjährig und haben die Tanten ihn verkauft. Das war und ist für mich eine ganz schlimme Sache. Ich hatte 5 Brüder und 2 sind nach Australien ausgewandert. Einer davon hätte bestimmt den Hof übernommen, aber es ist so. Max Körner, meine Uroma, ist 97 und hat das Video von dir, was ich ihr gezeigt habe, mit den Kinderbildern geliebt. Ich kann es ihr nicht verübeln. Smiley und ein Herz. Vielen, vielen Dank und viele Grüße an die Oma. 97. Welch ein Ziel. Ich danke dir. Schleichharz, du hast so eine tolle Lebenseinstellung, liebe Marmeladenoma. Ein lachendes Smiley, mach weiter so. 2 Herzen, ein Pferdekopf ist das, glaube ich. Ach nee, ich glaube, das ist wie heißt die da mit dem, ein Einhorn. Vielen, vielen Dank, freut mich sehr. Und diese Lebenseinstellung, die bekommt man nach so einem Schicksal. Entweder man geht unter oder man lebt gern. Das mache ich. Logikius, du bist seit sehr langer Zeit mein Lieblings-YouTuberin und ein lachender Smiley und glaube ich, ein Meerschweinchen, gell? Sehr, sehr schön. Und vielen, vielen Dank, dass ich deine Lieblings-YouTuberin bin. Angel Pawlowski, ich habe dich abonniert und auf die Glocke gedrückt.
Was heißt auf die Glocke gedrückt, Jannik? Der bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn du ein Video hochlädst. Ach, das ist aber sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Fael Grenouille, dieser Kanal ist wie eine Welt voller Fantasie und Liebe, in die man immer wieder abtauchen kann, und ein Herz. Vielen, vielen Dank. So ein schönes Lob. Aber wir machen das auch wirklich mit voller Liebe. Und ihr gebt uns sehr viel zurück. Nirexus, machst du alles alleine? Die Thumbnails zum Beispiel? Nein, ich lese nur, ich schreibe nur Geschichten. Ich bin technisch eine Null. Das macht alles mein Enkel Jannik mit Bravour. Ohne ihn wäre ich nicht Märchenoma geworden. Wir sind ein Team. Das war's für heute. Das nächste Mal beantworte ich wieder Fragen und sehr gerne. Jetzt sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jannik.